Ja, hallo liebe Freunde, heute eine Probefahrt in einem ganz bedeutenden Auto, in meinem Jaguar SS100. Und in dem Fall ist das ein Auto von Suffolk, weil die originalen SS100, die kosten heute ungefähr 500.000, fahren sich wie ein Vorkriegsauto eben halt fährt mit Zwischengas und ich weiß nicht was. Und es gab seinerzeit die Firma Suffolk, die haben 200 dieser Fahrzeuge gebaut. Es war der einzige Hersteller, weil der SS100 war ja ein völlig bedeutendes Fahrzeug seiner Zeit, die diese Autos nachbauen konnten. Und das hier ist der beste von allen gewesen. Und speziell unser Auto ist wahrscheinlich überhaupt der beste, den es gibt. Der hat eine Fertigungsqualität und überhaupt eine Qualität, ist technisch super verbessert in allen Details. Und mit der sich fährt, das zeigen wir euch jetzt mal. Ein absolut tolles Auto, was 1:1 dem Original entspricht. Suffolk hat die einzigen richtig guten Autos gebaut. Vor 1,5 Jahren ist denen das dann verboten worden, weil es bei Jaguar einen Eigentümerwechsel gab. Und da sind wir eigentlich froh, dass wir euch so ein Auto anbieten können, weil der kostet wirklich nur einen Bruchteil vom Originalen, hat aber schon eine Oldtimer-Zulassung und fährt sich ohne Zwischengas. Und die ganzen Sachen, die Probleme beim richtigen Oldtimer, die es gibt, das hat er hier nicht. So, auf geht's. Super Sound. Hier sind übrigens 200 PS an der Leitung. Warum SS100? Das ist das Auto, was in den 30er Jahren zuerst die 100 Meilen geschafft hat. Das waren 160 Stundenkilometer. Es gab ja damals beim Jaguar SS100 eine 2,5 Liter Maschine mit 90 PS und eine 3,5 Liter Maschine mit 125 PS ungefähr. Und 160 war zu der Zeit eine Riesengeschwindigkeit. Und unser Auto hier, der ist ja relativ modern. Der hat da so ein Fahrgestell aus den 70er Jahren. Vom XJ 4,2, das war ein Coupé, einige werden das noch kennen, und hat eine Maschine mit 200 PS, also eine 4,3 Liter Maschine, und das ist bei einem Gewicht von 1,1 Tonnen Wahnsinn, was der Druck hat hier, aber der ist so toll und so authentisch gemacht, mit einer Qualität, ich habe mir das vorhin mal genau angeguckt, also das ist wirklich faszinierend. Das Auto ist im Jahr 2009 vom Eigentümer der Firma Suffolk selber gebaut worden im Werk. Es gab ja auch Bausätze zu diesen Autos. Bausätze waren aber deutlich schlechter als die im Werk gefertigt wurden. Da gibt es nur ganz wenige. Also wir wissen von ca. 200 Fahrzeugen. Und dadurch, dass Jaguar denen die ganzen Unterlagen, die ganzen Maße, die ganzen Details, alles zur Verfügung gestellt hat, Jaguar war ja der Hersteller dieser Autos, sind diese Wagen vom Original nicht zu unterscheiden, außer der Nummer. Und das ist eigentlich das Tolle an so einem SS100, wenn er von Suffolk ist. Das ist ein perfekt gemachtes Vorkriegsfahrzeug. Er hat hier mittlerweile sogar schon die Oldtimer-Zulassung, weil er über 30 Jahre alt ist. Aber er hat so, ich sag mal, Zwischengas und diese ganzen Dinger hat er nicht. Ich merke das auch, wie ich hier sitze in dem Auto. Ich habe hier richtig Platz in dem Wagen. Also man hat das alles ein bisschen moderner gestaltet, obwohl ihr das 1:1 dem Original vergleichen könnt, da ist kein Unterschied. Aber es ist einfach besser gemacht. Und der Sound ist toll, jetzt muss er aufpassen, hier sind Kinder. Ja, doof. Naja, die haben sich gerade erschrocken, die kennen so ein Auto nicht. Aber wie das Auto lackiert ist, wie die Details hier verarbeitet sind, ich weiß, dass die Originalen längst nicht in der Qualität sind. Oft haben die Originalen auch einen alten Holzrahmen, der dann nicht mehr im guten Zustand ist. Ja, das Gute bei dem Auto ist, das hat hier keine Seilzugbremsen oder Trommelbremsen. Er hat 4 Scheibenbremsen und dadurch geht das geradeaus beim Bremsen. Er packt auch richtig gut zu, aber bei einem Wagen, der 200 PS hat, muss das auch sein. Das ist eigentlich faszinierend, dass man hier einen Vorkriegswagen fährt, der so viel Kraft hat. Was ist das denn jetzt hier? Ich muss einen zweiten Gang noch suchen.
naja, man muss sich ans Getriebe so ein bisschen gewöhnen, aber es ist alles leichtgängig. Wie gesagt, wenn man dann ein Vorkriegsauto fährt, ist das alles anders. Und da sind zum Teil die Pedale auch noch andersrum. Da muss man sich dran gewöhnen. Das kann also mal vorkommen, dass ihr der Gas und Bremse verwechselt und das ist mal ein bisschen heikel. So. Hat auch eine super Trompete. Nee, also hier mit dem Schalten habe ich noch nicht raus. Aber das muss jetzt der vierte sein. Was mir auffällt, ist, dass die Pedale ein bisschen dicht aneinander liegen. Aber bei Vorkriegsautos muss man sich immer schmale Sportschuhe anziehen, das ist das Beste. Und das habe ich gemacht. Da laufen tut er toll. Also geht hier richtig nach vorne. Hat auch einen guten Geradeauslauf. Ja, also man muss sich das ja so vorstellen, dass er praktisch ein Fahrwerk hat vom 4,2 Jaguar aus dem Baujahr 1977. Und diese Autos waren natürlich schon ziemlich modern. Also einen normalen SS100, der ungefähr eine halbe Million kostet, könnt ihr nie mit der Geschwindigkeit bewegen, ist unmöglich. Also wenn man sich hier ein bisschen an die Schalterei gewöhnt und an die Sitzposition, die weitaus besser ist als beim echten, wir haben ja einen echten auch schon verkauft, 3 oder 4 Stück, ist ein großer Unterschied. Das Auto lässt sich hier richtig gut fahren und bringt eine Riesenlaune, wenn er wieder losgeht. Ich kriege den dritten Gang nicht rein. Aha, den muss man ein bisschen suchen, ja. Aber Bremse, ja, Bremsen sind wunderbar. Man zögert gut. Vorne könnt ihr sehen den Jaguar, der springende Jaguar. Der Jaguar war ja später das Erkennungslogo für die Marke Jaguar. Thron vorne zwischen den beiden großen Lampen sind früher Lukas-Lampen gewesen. Was das heute ist, muss ich gleich mal gucken. Ja, fahren tut er gut. Also er geht auch ganz schön los. Also man darf nicht vergessen, die Maschine hat ja 6 Zylinder mit 4,3 Liter Hubraum. Das ist viel und 200 PS geschaltet bei 1,1 Tonnen, das ist eine ganze Menge. Er hat natürlich keinen Kilometer-Tacho, sondern Meilen. Also alles, was ihr hier seht, das sind Meilen. Hier ist der Drehzahlmesser. Und wie gesagt, SS hieß das ja damals. Jaguar hieß das erst ein bisschen später. Die Marke begann ja als SS, Anfang der 30er Jahre. Oh, fahren tut er gut, ne? Aber wir haben natürlich nur die kleinen Scheiben hier vorne. Dementsprechend ist es frisch und ich habe eine Kappe auf. Muss ein bisschen aufpassen, dass die mir nicht davonfliegen. Das sind jetzt 70 Meilen. Ja, geht schon ganz gut nach vorne. Also was eigentlich entscheidend ist, Vorkriegsautos sind schöne Sachen, aber die sind alle ein bisschen schwieriger zu fahren. Und er fährt sich hier wirklich absolut modern. Er hat aber diese wunderschöne alte Form, die traumhaft ist. Also Jaguar SS100 ist ja einer der Marken der Automobilgeschichte, ist ein absolut berühmter Wagen und hat eine wunderschöne Form. Gefällt mir persönlich besser als ein BMW 328. Getriebe muss ich ein bisschen gewöhnen, obwohl Kupplung und Schaltung leicht sind. Aber wie das Haar liegt, das ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das liegt relativ dicht beisammen. Aber ich habe es bisher einigermaßen getroffen. Aber zum Fahren macht der Spaß vor allen Dingen. Ich sag mal, bei Vorkriegsautos habe ich manchmal so ein bisschen Angst, ob wir auch wirklich ankommen. Das ist halt sowas wie die ganz harten. Und der hier, da habe ich ein ganz sicheres Gefühl. Man spürt, dass das modern ist. Und laufen tut er gut. Und ich meine, die Autos aus den 20er, 30er Jahren waren in der Regel überwiegend rechtsgelenkt. Das war so. Also nicht nur, weil das hier ein Jaguar ist, sondern auch Mercedes, die SSK waren ja alle rechtsgelenkt. Aber da die Autos nicht sehr groß sind, ist das leicht, sich daran zu gewöhnen. Ich sag mal, wenn man da 2, 3 Tage mit rumfährt,
fährt man so, als ob man das immer so hatte und gar nicht anders war. Aber macht Spaß zu fahren. Er hat auch total tolle Schalensitze, in denen man sitzt. Und ich habe eben gerade gemerkt, ich habe die Sitzschiene nicht mehr bis nach hinten durchgeschoben, meinen Sitz, und habe herrlich Platz. Also ich habe fast durchgestreckte Beine, auch zum Lenkrad hier genau die richtige Position. Fahren lässt er sich absolut super. Also ich glaube, hier passt auch ein 2-Meter-Mann rein. Und wenn man sich überlegt, so ein Auto kostet um die 120.000 €, also mehr braucht es nicht für einen tollen Oldtimer. Und dadurch, dass die Firma Suffolk die Genehmigung nicht mehr hat, diese Autos zu bauen, gibt es diese Qualität vom SS100 nicht mehr. Das könnt ihr vergessen. Es sind ja nur 200 gebaut worden. Also preiswerter kommt man an einen tollen Klassiker nicht ran. Türen gehen vorwärts auf. Gab's damals nicht anders, war damals so, war original. Wenn ihr euch mal so die ganzen Details an dem Auto anguckt, lackierte Speichen, genau authentisch, wie es gewesen ist. Schaut euch mal die schönen Zentralverschlüsse hier an. Hier Jaguar SS zu der Zeit noch, da war es ja noch nicht Jaguar, das kam erst ein bisschen später. Dann diese wunderschönen, großen, tollen Lampentöpfe hier mit Schutzgittern vorne vor. Also der Wagen ist wirklich 1:1 identisch, authentisch zum Original. Hier der springende Jaguar vorne drauf. Gab seinerzeit so nicht, das war so ein Drehverschluss hier oben, das hat man dann später gemacht. Hieß damals noch Jaguar SS und hier unten dann Jaguar. Ja, hier vorne auch der Kopf vom Jaguar. Nee, das ist was anderes. Christophorus, das muss so Quatsch. Also hier steht jedenfalls die 100, was die 100 Meilen bedeutet. Du, da ist das Licht an. Das ist nicht gut. Mensch, wieso ist das an? Aus. Jetzt ist aus. Okay, war Standlicht. Ja, dann hat unser Jaguar SS100 hier also einmal die kleinen Fenster, die eigentlich total sexy aussehen, finde ich, fahre ich gerne so, aber es zieht damit natürlich ein bisschen mehr und dann haben wir hier halt eben die großen Chromscheiben. Ja, hier vorne könnt ihr sehen, Schalensitze, man sitzt ja sehr, sehr bequem in diesem Auto, das habe ich eben gemerkt, und der Abstand zwischen Lenkrad und Sitzschale ist so groß, dass da also jemand, der 1,85 oder 1,90 ist, ganz bequem fahren kann. Ich weiß aus Erfahrung, dass das beim normalen SS100 nicht der Fall ist. Was total gut getroffen ist, ist die Farbe. Der Wagen ist dunkelgrün, finde ich, steht dem Auto wie keine andere Farbe. Hier hinten hat er, wenn man eine Reise machen will, einen schönen Gepäckhalter. Da kann man also Koffer drauf machen. Es gibt ja diese schönen alten Lederkoffer, gehören eigentlich hinten drauf. Und zur Sicherheit hier immer ein Reserverad mit dabei, denn die Straßen waren ja seinerzeit sehr schlecht. Und was die Details angeht, schaut mal hier diese schönen alten Jaguar-Lampen, so gehört es. Und das ist das Tolle bei dieser Marke Suffolk. Die haben wirklich alles authentisch gemacht, bis hin zu den ganz teuren Reifen, die da drauf gehören. Von Blockley könnt ihr hier sehen, extrem teure, originale Oldtimer-Reifen. Also der Wagen ist im Detail wirklich erste Klasse gemacht. Und wenn man das heute so bauen würde, das wäre viel, viel teurer. Das würde deutlich über 200.000 kosten. Und schaut euch mal an, das ist ja wirklich ein Gedicht von einem Auto. Also, und entspricht wirklich absolut dem Original. Ich habe ja so einen Wagen mehrfach verkauft. Schaut euch das mal an. Klasse gemacht, aber mit modernerer Technik. Und dadurch läuft er so toll. Also man hat nicht die ganzen Schwierigkeiten, die man sonst bei dem Auto hat. Und ich kann mich erinnern, also ich bin da kaum reingekommen in den Originalen. Da war dermaßen wenig Platz in dem Auto. Hier funktioniert das wunderbar, die haben die Sitzschienen verlängert. Ja, und wenn man sich die Details hier in unserem SS100 anguckt, der Wagen ist wirklich fast neuwertig. Der ist super gepflegt. Der ist jetzt ungefähr 8.000 Meilen gefahren. Das heißt, der ist gerade mal eingefahren. Zustand ist wie ein Jahreswagen. Und ich habe überall geguckt. Nun war der bei uns auch im Service. Der ist super aufgearbeitet. Also das Auto ist in den Details fast neuwertig. Also in der Qualität, in so einer schönen Konfiguration, glaube ich, haben wir hier fast ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich weiß gar nicht, was bekommt man denn sonst für 120.000 Euro? Also nicht so viel Auto und den kann man richtig toll fahren. Und niemand weiß genau, ist das jetzt ein 100% echter oder nicht. Also wer sagt, ich will einen klasse Oldtimer haben, ich will Vorkrieg haben, ich will Spaß haben, einen super Sound und trotzdem schnelles, zuverlässiges Auto. Hier haben wir ihn, unseren Jaguar SS100 von Suffolk. Und Suffolk ist echt ein Name mittlerweile. Und das Interessante ist ja, die Firma Jaguar hat denen die Patente entzogen, die dürfen das Auto nicht mehr bauen. Die haben seinerzeit über Jahrzehnte von Jaguar alles bekommen. Deswegen ist der wirklich 1:1 dem Original nachempfunden. Es gibt viele Nachbauten von den Autos, aber die passen irgendwie alle nicht richtig. Ich habe da schon einige gesehen, gesagt, nee, da stimmt irgendwas nicht. Der hier ist vom Original absolut nicht zu unterscheiden.
Hier haben wir ein richtig schönes Armaturenbrett, hier Chromgriff zum Festhalten, das ist im Vorkriegsauto einfach nötig. Da vorne Petrol, also da ist der Sprit, wie viel wir drin haben, auch in Gallonen ausgedrückt. Hier vorne Amperemeter für die Batterie, hat eine 12-Volt-Anlage und hier vorne Temperatur, was wir gerade haben. Ja, und hier, wie gesagt, Meilentacho und Drehzahlmesser. Ist alles da, sind natürlich neuere Instrumente, nicht die ganz alten, aber entsprechend also im Detail wirklich den alten. Hier hat er sich noch eine alte englische Uhr hingebaut, finde ich total nett. In London, also alles schön gemacht, hat überall schöne Details. Oh, Vorsicht, da kommt schon wieder so bekloppt da. Oh, 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 oh. Das ist ja wirklich, wieso lachst du? Ja, so kann man ja mal zeigen, ne? Jetzt haben wir für euch mal die Scheibe hochgemacht, das sieht dann so aus. Wir wollen da auch gleich mal ein paar Meter auf der Autobahn fahren, wenn es keinen Stau gibt. Schaut mal hier, alles ganz edel, gut verarbeitet. An den Schraubverschlüssen steht auch nochmal SS. So war ja damals der Modellmarke, Name. Bisschen heiß. Weiß ich jetzt. Da rüber einfach. Ja, das ist unser Triebwerk, die 6-Zylinder-Maschine. Gab es auch im Jaguar XK, hat auch genauso ausgesehen, war ja über Jahrzehnte ein ganz erfolgreiches Triebwerk der Firma der Marke Jaguar. Hier vorne Coventry, das Auto, die sind ja gebaut worden, das Werk war ja in Coventry. Und ja, hier vorne Jaguar, also die Maschine ist relativ bekannt, leistet aber 200 PS mit 4,3 Litern Hubraum, was nicht wenig war. Könnt ihr hier vorne auch sehen, 6 Zündkerzen, also 6 Zylinder mit über 4 Litern Hubraum, ist ein sehr, sehr großer 6-Zylinder und der bringt entsprechend auch Druck. Und man kann das an der Qualität sehen, das ist wirklich hervorragend alles gemacht. Also qualitativ höchstwertig und einfach ein wunderschönes Auto, wie ich finde. Eine ganz, ganz tolle Form, die ist ja wirklich legendär, diese Form. Und das ist auch der Grund, weshalb sich viele drauf und dran gemacht haben, Nachbauten von diesen Autos zu schaffen. Aber es gibt nur eine Firma, die es wirklich 1:1 perfekt mit der Unterstützung der Marke Jaguar gemacht hat und erlaubt bekommen hat. So einer ist das hier, einer von Suffolk, 200 gebaute Autos. Ja, ein Etikett hinten am Hut schaut raus. Ja, gut, dass du mir das... Du musst das immer vor dem Film, musst du mir das... Übrigens, der hat also nicht nur 4-Gang, sondern auch Overdrive. Das ist sowas wie lang übersetzter 5. Gang. Damit dreht er dann nicht so hoch, daher kommt auch die Geschwindigkeit, also ich schätze mal, er sollte 200 Stundenkilometer schnell sein. Aber wir können heute anhand des starken Verkehrs das hier leider nicht ausprobieren. Und ich glaube, da muss ich mir auch erst noch ein bisschen einfahren, weil das doch eine ganze Menge ist für so ein Auto. Und ich mir nicht so ganz sicher bin, wie das Fahrwerk das mitmacht, aber die Leistung dafür ist vorhanden. Es macht einen deutlichen Unterschied, mit der großen Scheibe zu fahren. Also mit den kleinen Scheiben hier, da zieht es dann doch ein bisschen, aber mit der großen Scheibe ist das deutlich besser. Und ich hatte vorhin Angst, dass mir die Kappe wegfliegt. Die Angst habe ich jetzt nicht mehr. Also der Wagen ist wirklich sportlich zu fahren. Geht genauso los wie ein XK 140 oder 150. Die sind ja auch ziemlich schnell gewesen, die Autos. Über 200 Sachen gefahren. Das ist übrigens wichtig, so eine Szene, ne? Ja. Begeisterung bei anderen Leuten und so, das ist, dass man der Politik auch wirklich mal zeigt, dass es für die Begeisterung von Motoren immer noch eine ganz große Mehrheit gibt, von der Faszination
für das Thema Auto. Und das ist eben nicht nur eine reine Fortbewegungssache, sondern eine Sache der Freude, der Begeisterung, des Zeitgeistes. Und der ist nach wie vor vorhanden. Und zwar viel stärker, als uns die Politik glauben machen möchte. Stimmt einfach nicht. Und diese Nummer, immer alles zu verbieten, warum werden Dinge nicht, die gut sind, weiterentwickelt? Wir waren Marktführer in all diesen Dingen. Warum entwickelt man das nicht weiter? Das kriegt man immer perfekter hin, über alles zu verbieten. Das ist ein Riesenfehler. Und das hat mit Demokratie oder mit Offenheit, jetzt fehlt mir das richtige Wort, oder Toleranz, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Politik ist null tolerant. Sie meinen, sie sind tolerant. Das ist heute eine reine Verbotspolitik, die sie machen. Verbot und Verteilung, mehr nicht. Aber Leute zu motivieren und zu begeistern, mehr draus zu machen, die Dinge weiter zu verbessern und mal nicht zu verbieten, die Bürger in die Verantwortung nehmen, in die Mitverantwortung. Dabei würde 10-mal mehr rauskommen als bei den ganzen Verboten. Müssen die Politik halt nur begreifen, aber naja, was soll man da machen? So, an das Rechtsfahren habe ich mich jetzt schon gewöhnt bei dem Auto, ist überhaupt kein Problem. Geht wunderbar und überhaupt das Fahren macht eine Riesenlaune mit dem Wagen. Siehst du? Der muss ein bisschen nach links gedrückt werden. Nee, das war der erste. Das ist scheiße. Das lerne ich auch noch. Das ist Sportwagen. Was? Super, was der geht. Guck mal her. So. Ja, geht schon ganz gut, ne? Ja, Fazit, echter Sportwagen, der einen riesen Spaß macht, der eine riesen Power hat vor allen Dingen, wo man das Sportwagengefühl der 30er Jahre, also eigentlich ja genau genommen der 50er Jahre voll einatmen kann. Macht total Laune mit dem Auto zu fahren, der ist handlich, der liegt gut in der Hand, man sitzt sehr gut da drin. Sicherheitsaspekte sind ein Problem, der hat keine Gurte und keine Kopfstützen, das wäre manchmal gar nicht mal schlecht. Ja. Aber was das reine Fahren angeht, macht das Auto eine Riesenfreude. Das hat damit zu tun, dass er 200 PS hat. Und das spürt man, aber ansehen tut man das den Wagen nicht. Ja, da sind wir wieder in Beuerberg. Jetzt sind wir 25 Kilometer gefahren mit diesem tollen Jaguar SS. Also wirklich ein Erlebnis. Und jemand, der Lust hat auf ein richtig gut gehendes Vorkriegsauto, dem kann ich das Auto hier absolut empfehlen. Da läuft erste Sahne. Tolles Teil, Technik geht, optisch klasse gemacht und auch sonst und wie. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Hier, wir haben eine schöne Ordner, schöne Akten dazu. Ja, also, ist aber auch anstrengend, fordert den ganzen Mann oder die ganze Frau. Ist ja, ich weiß nicht, wie man das gendert, ist ja auch egal. Was das Schöne ist, wir haben eine total dicke Akte hier von dem Wagen, die ist 6 cm dick. Und hier sieht man die Fertigung, wie im Detail alles neu gemacht wurde. Man sieht den Rahmen. Man sieht die Hinterachse, Differential, Motor, ist also alles zu sehen. Das ist alles vom Allerfeinsten und neu. Er hat, wie gesagt, jetzt gerade gelaufen, 8200 Meilen, mehr nicht. Schaut euch das mal an. Also man weiß, was man hier kauft. Hier die Karosserie 1:1 Jaguar mit der Unterstützung von Jaguar. Deswegen sehen diese Autos dermaßen authentisch aus. Hier sieht man, ist perfekt gemacht. Da war dann das Endprodukt hier oben Jaguar. Das war vor der Firma Suffolk, also das heißt vor ihrem Hauptsitz, könnt ihr hier sehen. Ich kann das jetzt nicht so ganz rumdrehen, aber das ist wirklich toll. Und hier ist sonst auch alles dokumentiert. Hier Jaguar SS. Also die wissen wirklich, was sie tun. Das kann man auch hier im Hintergrund sehen. Jede Menge mehr Jaguar noch. Kaufdatum 2014. Hier ist auch alles übrigens dokumentiert. Hier steht drauf, welche Serviceintervalle gemacht werden muss, was gemacht werden muss. Also eine äußerst vollständige Akte,
die auch begeistert. Hier steht auch drin, was schon investiert wurde an Rechnungen. So ein Auto hat ja auch immer einen gewissen Wartungsaufwand, wenn er gefahren wird. Hier werden die Suffolk Jaguar übrigens erklärt, was das für bedeutende Autos sind. Also das ist eine äußerst umfangreiche Akte, wie wir hier sehen können. Und derjenige, der das kauft, der weiß wirklich ganz genau, was er kauft. Und er hat hier auch noch so ein paar technische Helferlein. Er hat Dämpferbeine, die man, also Koni-Dämpfer, die man automatisch einstellen kann. Also vieles mehr, um wirklich richtig gut zu fahren. Das Auto ist also wirklich explizit erklärt, was wie verbaut wurde, welche Ersatzteile. Also toll gemacht. Wirklich eine tolle Akte und qualitativ. Oldtimer-Bewertung haben wir hier übrigens auch. SS 100 Heritage. Ja, alles da, was man braucht. Zustand ist hervorragend, laufen tut er toll. Das habt ihr, glaube ich, eben gerade gesehen. Und wenn ich mir dann den Einsatz von um die 120.000 überlege, das ist ein tolles Angebot, hundertprozentig. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, alles Gute und bis morgen geht's weiter mit unserem nächsten Film. Euer Stefan Luftschitz und ciao.